Hi und willkommen bei der nächsten Folge Work in Progress, einem Format, in dem ich ein bisschen erzähle, wie es gerade um meine ganzen Coding- und Making-Projekte steht. Und dieses Mal gibt es leider nicht so ultra viel zu erzählen. Das Spannendste, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, war die lange Nacht der Museen in Berlin. Da habe ich mich also eines Samstags in den Zug gesetzt für 7 Stunden oder eher so 6 Stunden plus diverse Verspätungen, wie das mit der Deutschen Bahn so ist, und bin nach Berlin gezockelt. Da bin ich dann nachmittags angekommen und zum Technikmuseum Berlin gelaufen. Das sind ja 2 oder sogar noch mehr Gebäude mittlerweile. Und die lange Nacht der Museen dort findet im Spektrum statt. Das ist das neueste Gebäude, wo es sich ganz viel um Kommunikationstechnik und Internet dreht. Und die lange Nacht der Museen funktioniert ja so, dass man sich eine Karte kaufen kann und dann die ganze Nacht über ganz viele Locations anschauen kann, die irgendwie meistens so Kulturlocations sind. Also gerade eben Museen, und ich glaube, da waren vielleicht, waren da Theater dabei? Es gab zumindest bei der Eröffnung so eine Tanzaufführung, ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, es heißt lange Nacht der Museen, hauptsächlich Museen offensichtlich. Und genau, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann aufgebaut, so um kurz vor 6 oder kurz vor 5, ich weiß gar nicht mehr, so um den Dreh, so früher Abend, habe ich angefangen aufzubauen in einem Raum, ganz am Ende vom Spektrum. Das heißt, die Leute mussten praktisch einmal alles angucken, bevor sie bei mir angekommen sind. Das war aber so ein Workshop-Raum. Da konnten Kids dann auch noch ganz viele andere Sachen ausprobieren. Und ich hatte meinen Stiftplotter dabei, mein Tablet, wo man noch den Beatles Generator, die Webseite, selber auch mal ausprobieren kann. Das ist für mich immer ganz hilfreich, weil ich dann besser erklären kann, wie die Generation überhaupt funktioniert. Genau, und halt noch so Sticker und Visitenkarten. Und da stand ich dann bis früh um 2 und habe Leuten Generative Art erklärt. Und das war super spannend, weil die Leute sehr unterschiedlich darauf reagieren. Also Kinder finden meistens in erster Linie den Stiftplotter spannend und gar nicht so unbedingt, was er zeichnet. Und dann hat man so die junge Erwachsenengruppe, sage ich mal, die findet es dann oft spannend, dass es einen Twitter-Bot dazu gibt, den sie selber abonnieren können oder sowas. Mit älteren Leuten spreche ich dann auch meistens eher wieder über den Stiftplotter, weil sie oft die ursprünglichen alten Stiftplotter vielleicht noch aus ihrem Berufsleben kennen. Oder auch die alten technischen Zeichenstifte. Das sind dann so typische Gesprächsthemen. Ganz viele haben sich Visitenkarten mitgenommen oder Sticker oder eben Plots. Und ich glaube, da hatten viele Leute schon Spaß dran. Und ich auf jeden Fall auch, aber es ist auch sau anstrengend. Aber es gab auch hervorragende Verpflegung. Außen stand so ein Wagen, der hat Zuckerrohrsaft verkauft. Und das schmeckt schon richtig gut. Das habe ich vorher noch nie probiert. Kann ich empfehlen, wenn ihr sowas mal seht. Das ist echt lecker. Und ansonsten genau, die Ausstellung im Spektrum war wie immer, soweit ich das beurteilen kann. Aber es waren halt zusätzlich noch Sachen aufgebaut, zum Beispiel im Bereich von irgendwie Altertechnik saßen noch Leute da, die haben Fernschreiber mitgebracht, wo man sich gegenseitig hin und her schreiben konnte, und einer hing auch wirklich am Telex-Netz, also ich kenne mich da jetzt nicht so super gut aus, aber das Telex-Netz war ein eigenes Fernschreiber-Kommunikationsnetz, das es jetzt nicht mehr gibt, aber es gibt praktisch ein Telex über das Internet mittlerweile. Heißt dann jetzt, glaube ich, iTelex. Genau, dann kann man sich irgendwie auch für gar nicht so viel Geld, wurde mir dann gesagt, ein paar Platinen kaufen und sich so ein, nennt man das dann Modem-Telex-Einstiegsgerät zusammenstecken. Genau, das war sehr spannend. Wir haben ja bei uns im Hacker Makerspace jetzt auch einen Fernschreiber stehen. Da habe ich, glaube ich, vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Und wir fragen uns immer zum Beispiel, wie man an diese Lochstandsbänder gut kommt. Also wenn ihr da eine Quelle habt, wie man die gut beziehen kann, sagt mir gern Bescheid. Das ist sehr relevant für uns. Genau, wenn man halt sonst durchgeht, man kommt praktisch so von alter Kommunikationstechnik rüber langsam in die neue. Da gab es dann auch kleine Workshops, wo sich Leute mit dem Morse-Alphabet beschäftigen konnten und sich ihren Namen zum Beispiel auf so eine Perlenkette fädeln konnten, eben mit unterschiedlichen, also mit so längeren und kürzeren Perlen, um da spielerisch das Morsen zu lernen. Und es gab noch eine Installation, wo zum Beispiel von der Apollo 11 nach und nach die Nachrichten
ausgedruckt wurden. Das konnte man sich auch praktisch ein Stück abreißen und mitnehmen. Die fand ich auch sehr schön. Genau, und je weiter man nach hinten ins Spektrum kam, desto neuer wurde das dann. Da gab es dann auch so viele Aufbauten mit Telefonanlagen. Irgendwann geht es dann zu Internet. Da gab es dann auch wieder Vorführungen zu 3D-Druck zum Beispiel. Es gab diese gehackten Strickmaschinen, wo praktisch die Platine durch einen Arduino ersetzt wird und man dann nicht mehr mit der Lochkarte das Muster einfüttern muss, sondern das direkt über ein Arduino, über Software machen kann. Das war ziemlich cool, da waren viele Leute. Es gab Bristol-Bot-Workshops, Drawbot-Workshops, also das ist praktisch ein Drawbot ist im Endeffekt ein großer Bristol-Bot mit Stiften dran, der halt so rumvibriert und dadurch durch die Gegend läuft und dann Linien hinterlässt. Genau, in dem Raum war ich eben dabei. Und mein Lieblingsexponat ist ja diese Dose Eistee-Granulat. Ich finde diesen Eistee-Granulat super fürchterlich, aber es steht irgendwie noch so ein netter Text dabei. Das war irgendwie das Lieblingsgetränk der LAN-Partys der 90er oder irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, was drauf stand auf dem Schild. Aber das war super nett und super sympathisch. Und ich habe tatsächlich viele Leute von euch getroffen oder von Twitter oder die ich auf dem Camp gesehen habe oder die auch auf dem Chaos Camp waren, worüber ich ja in der letzten Folge schon gesprochen habe. Also, insgesamt tolle Veranstaltung, war halt nur leider sau anstrengend, da ewig mit dem Zug hin und zurück zu fahren. Weil ich bin direkt, wie gesagt, es ging ja dann bis nachts um 2 und dann baut man irgendwie ab und dann fährt man noch zur Übernachtungsmöglichkeit und früh um 9 ging dann halt auch schon wieder der Zug zurück. Also das war schon ganz schön anstrengend, aber hat sich auf jeden Fall rentiert. Ja, was mache ich noch momentan? Ich bastel ja eigentlich so nebenbei immer mal wieder kurz an diesem Eigenbau-Stiftplotter. Und ich hatte vor diversen Folgen euch die Teile gezeigt, die ich 3D gedruckt habe. Die hatte ich allerdings im Sommer, also schon praktisch fast alles zusammengebaut, mal im Auto stehen. Das war eine dumme Idee. Beim Auto im Sommer wird es warm. Und das 3D gedruckte PLA hat es nicht überlebt. Und das hat mich sehr geärgert natürlich, aber das zeigt mir auch, dass offensichtlich 3D-Druck PLA eine super schlechte Wahl ist. Und dann habe ich ein bisschen auf Twitter gefragt, was man denn alternativ gut machen kann. Und empfohlen wurde mir dann Delrin, beziehungsweise im Deutschen findet man die unter Acetalplatten oder POM-Platten. Und die kann man wohl auch sehr gut entweder CNC fräsen oder Lasercutten. Und nachdem Lasercutten sehr viel schneller geht, habe ich das jetzt einfach mal kurzerhand ausprobiert. Und das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ich musste jetzt halt ein bisschen mit den Settings rumprobieren, weil ich jetzt keine super passenden Settings für unseren Lasercutter gefunden habe. Aber ich glaube, mit 2 Durchläufen ging es jetzt ziemlich gut. Und das Schöne an diesen Acetalplatten ist, die sind erstmals ja auch Plastik, erstmal wie Acryl, schneidet sich also mit dem Laser ziemlich gut, aber bei weitem nicht so porös wie Acryl und viel biegsamer. Und es fühlt sich an, als wäre das so ein selbstschmierendes Material. Also es gleitet aufeinander sehr gut. Es eignet sich halt wirklich super gut für Bauteile. Und jetzt rekonstruiere ich halt im Endeffekt die ganzen Teile, die ich für den Stiftplotter brauche, nochmal als Lasercutter POM-Plattenteile, in der Hoffnung, dass mir die dann eben besser halten als die 3D-gedruckten Sachen. Und dann habe ich jetzt eigentlich nur noch mal wieder 2 kurze kleine Event-Ankündigungen. Und zwar ist das kommende Wochenende die MRM-CD in Darmstadt, die Meta Rhein-Main Chaos Days. Da braucht ihr allerdings ein Ticket. Also ich freue mich auf alle, die kommen. Spontan vorbeischauen ist leider nicht drin. Dafür aber dann das Wochenende drauf. Das ist dann der der 21. September. Da ist nämlich die Kulturnacht in Ulm und die funktioniert ein bisschen so ähnlich wie die lange Nacht der Museen. Das heißt, man zahlt einmal einen ziemlich kleinen Preis und kann sich dann aber in ganz Ulm alle Kulturlocations angucken. Und da ist unser Hack Makespace eben das Verschwörhaus auch dabei. Wir haben da geöffnet ab 4 bis nachts lang. Und da mache ich im Endeffekt das gleiche Setup wie bei der langen Nacht der Museen. Das heißt, ich bringe Stiftplotter mit, bisschen Sticker, erkläre alles. Wer möchte, kann sich gerne Plots mitnehmen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn jemand Lust hat, vorbeizuschauen. Und da bin ich auch noch am Überlegen, generell für solche Veranstaltungen fände ich das voll gut,
was Generatives zu haben, wo ich einfach eine Form oder ein SVG reingeben kann und der verändert das in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht mit Schraffur füllen, mit Muster füllen, verzerren, irgendwas. Da kann es ja auch ganz viele Sachen geben. Aber dass ich praktisch einfach mit einem Tool sehr schnell für Veranstaltungen generative Sachen plotten kann, die zur Veranstaltung passen. Weil jetzt plotte ich halt eigentlich immer Beetlesbug, Käfer oder die Overflower Blumen. Oder es ist irgendeine Chaos Computer Club Veranstaltung und ich habe dafür einen Generator gebaut. Aber das ist halt super viel Aufwand. Und deswegen glaube ich, bei der MMCD baue ich mir für die Kulturnacht vielleicht noch so einen Shape-Umwandelgenerator, wo man eben einfach so ein Logo-SVG-Pfad reinwerfen kann und es kommen nette Abwandlungen davon raus. Das wäre, glaube ich, ein ziemlich guter Plan. Also, ich hoffe, wir sehen uns auf der MMCD und oder auf der Kulturnacht. Und ansonsten bis zum nächsten Work in Progress. Macht's gut. Ciao.